Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Flive Universe Video auf diesem Kanal. Ein Satz, den ich dieses Jahr so gut wie noch gar nicht gesagt habe. Nicht sehr oft, ich glaube 4-mal. Ja, und heute gibt es so ein kleines Update, so das erste Update im Jahr 2025, was momentan so abgeht und worauf ich hinarbeite. Und eigentlich wäre das jetzt auch der Punkt, wo ich das Jahresziel so ein bisschen anpeilen würde. Aber ich muss gestehen, ich habe jetzt echt schon seit ein paar Tagen drüber nachgedacht, was so das nächste große Ziel sein könnte. Und wenn mich eins diese letzte Erfahrung gelehrt hat, nämlich mit den Pet-NPCs, also mein ursprüngliches Plan, also nochmal kurz zur Erklärung, mein letztes Jahr, mein Jahresziel, habe ich auch am Anfang vom Jahr gesagt, war, ich möchte 2 extrem gute Pets haben. Das heißt A-Pets, die 1, 2, 3, 4, 5, 7 sind. Das heißt, wo nur das letzte Level fehlt, damit sie perfekt sind. Ja. Zum Glück habe ich damit recht lange gewartet. Hauptsächlich, also der Hauptgrund dafür war FEC. Also FEC hat mir so gesehen den Arsch gerettet, kann man auch ein bisschen sagen. Weil während ich auf dem FEC gespielt habe, habe ich auf Bodenk nicht so viel Geld verdient und habe daher keine Pets gekauft und habe das halt nicht weiter verfolgt, weil ich gesagt habe, naja, 3 Monate ungefähr sollten reichen. Wäre zwar vielleicht knapp geworden, aber ich war eigentlich relativ zuversichtlich, dass 3 Monate reichen würden. Fulltime wieder auf Bodenk für die Pets. Und im schlimmsten Fall hätte man es halt vielleicht nochmal minimal verschieben müssen oder vielleicht mit weniger Pets rerollen müssen, ist ja auch egal. Jedenfalls war das mein Ziel. Und was ist passiert? Gala hat ein Update rausgehauen, Pet-NPCs, aka Battle for Madrigal. Und dadurch sind Pets jetzt einfach wertlos. Also, ja. Und jetzt wollte ich halt auch noch, also das könnte ich jetzt natürlich als neues Jahresziel auch wieder sagen, weil es ein bisschen langweilig wäre. Das gleiche Jahresziel wie letztes Jahr quasi, also auch wieder 2 extrem gute A-Pets. Aber das wäre halt schon ziemlich langweilig, muss man ganz ehrlich gestehen. Abgesehen davon sind wir mit den Pet-NPCs oder mit den Pet-Preisen ja noch gar nicht fertig. Wir wissen nicht, sinken die Preise noch weiter? Momentan sieht es tatsächlich nicht danach aus. Also momentan sind die S-Pets so zwischen 120 und 140, 150. Ich meine, es gibt natürlich auch immer noch Ausnahmen. Reroll-Pets, die minimal besser sind als so der Durchschnitt. Also zum Beispiel bei Crit Damage, so absolute Standard-Pets, bewegen sich zwischen 17 und 25 CD. 25 ist halt schon eher gut. Kann man vielleicht mal 20 Mio mehr verlangen. Aber der eine oder andere würde es wahrscheinlich trotzdem einfach zum Rerollen benutzen. Und ja, so 17 oder so ist halt ultra schlecht. Das ist halt basically einfach nur 1er. Und vielleicht eine 2 oder so. Und ja, also ihr versteht schon, was ich meine. Das heißt, wir sind mit den Pets noch nicht so hundertprozentig fertig. Wir sind zwar jetzt an einem Punkt gekommen, wo sie nicht mehr wirklich sinken oder nicht mehr stark sinken. Aber es kann ja jederzeit noch weitergehen. Man muss ja wirklich sich in Erinnerung halten, das Update ist noch keine 3 Monate alt, ja. Und entsprechend, oder, naja gut, es ist fast 3 Monate alt, aber ja, also es ist wirklich noch relativ frisch, also da kann noch was kommen. Und ja, deswegen bin ich damit jetzt auch mal vorsichtig. Und ehrlich gesagt also das Problem war halt auch vorher mit den S-Pets, ne? Also, vor allem, wir haben ja auch direkt gesagt A-Pets, ne? Ich habe nie gesagt, dass ich mir ein perfektes Pet rollen werde. Der erste oder nächste Schritt wäre jetzt erstmal A-Pets gewesen, was deutlich günstiger und leichter war. S-Pets oder gewesen wäre mit den alten Preisen. S-Pets hatte ich jetzt noch nie wirklich drüber nachgedacht, ne? Ich wollte erstmal den ersten Schritt machen. Und ganz ehrlich, ich hätte mich höchstwahrscheinlich, wenn die Pet-NPCs nie gekommen wären und wir jetzt noch die alten Preise hätten und ich hätte das dann geschafft mit den A-Pets mit 1, 2, 3, 4, 5, 7, ich hätte mich wahrscheinlich mit allem ab einer 7 zufrieden gegeben. Also ob es dann eine 7, eine 8 oder eine 9 gewesen wäre, wäre mir, glaube ich, relativ egal gewesen, weil eine 9 einfach zu teuer gewesen wäre mit den alten Preisen. Und jetzt ist halt aber so, dass ja nicht nur die Reroll-Pets günstiger geworden sind, auch die perfekten Pets oder die wirklich krass gelevelten Pets, die sind ja vor allem auch wirklich viel günstiger geworden. Und teilweise hat es angefangen mit perfektes Pet knapp 20 Milliarden, dann 16, 15, 14 und jetzt werden sie schon für 11 und 10 angeboten. Perfekte Pets. Und da denke ich mir halt so, ganz ehrlich, 10 Milliarden, es hört sich natürlich unfassbar viel an und es ist auch viel. Aber es ist realistisch, das kann man farmen. Also, oder ich kann das definitiv farmen. Und ja. Also ich meine, dann ist es eigentlich klüger, ich spare mir diesen ganzen Reroll-Unsinn, weil Pets rerollen die Prozentchancen 1% auf eine 9, 2% auf eine 7. Das ist nicht sehr gut. Das ist eigentlich sogar extrem schlecht. Da kann eine Menge schief gehen. Und da wäre es wahrscheinlich tatsächlich klüger, man kauft sich die Pets einfach, ganz ehrlich, und lässt das einfach mit dem Rerun bleiben. Deswegen
So viel zum ehemaligen Jahresziel und ob das halt nochmal das neue Jahresziel werden könnte. Ich würde sagen, erstens langweilig und zweitens eher nicht. Zu viel Risiko und es macht einfach keinen Sinn mehr. Ja, aber dann zu einem neuen Jahresziel muss ich ganz ehrlich gestehen, ich bin momentan dank diesem Update mit den Pet-NPCs, dank Battle for Madrigal, einfach irgendwie extrem unsicher, weil ich denke mir halt jetzt irgendwie so gefühlt, egal was du jetzt anfängst, du kannst eigentlich davon ausgehen, dass Gala es mit dem nächsten Update komplett zerschießt. Und deswegen glaube ich, das habe ich auch schon mal in einem anderen Video gesagt, bin ich glaube ich nicht mehr so Fan von Jahreszielen, weil letztendlich, was bringt es dir? Du setzt dir irgendein Ziel, dann kommt irgendein Update, was alles ändert. Ich meine, wie gesagt, Pet-NPCs, das hätte ich niemals kommen sehen. Und ganz ehrlich, ich glaube, das hat niemand wirklich kommen sehen. Vielleicht gab es da mal eine Suggestion zu dem Thema oder sowas ähnliches oder so, wurde vielleicht mal in einem Feedback-Ding oder so gesammelt, besprochen, wie auch immer. Kann sein. Heißt ja aber noch lange nicht, dass es kommt und vor allem nicht, wann es kommt. Ne? Ich meine, auf manche Sachen, die approved wurden als Suggestion, haben wir Jahre gewartet. Also, wie gesagt, es kam schon irgendwo out of nowhere, hat die meisten Leute, glaube ich, mehr schockiert. Also, im positiven Sinne irgendwo, aber kam einfach komplett unerwartet, komplett out of nowhere für die meisten Leute. Und so kann es halt mit allem passieren. Ich meine, klar, es ist immer schwierig, ein Beispiel zu finden, aber ich finde, dieses Beispiel zeigt perfekt, dass es wirklich alles sein könnte. Weil ich denke, wenn du vor 1 oder 2 Jahren Leuten gesagt hättest, ja, S-Pads werden bald nur, oder werden in der Zukunft nur 100 Mio kosten, die hätten dich wahrscheinlich ausgelacht oder so. Die hätten dich als verrückt betitelt oder sonst was und jetzt stimmt's einfach, ne? Und gut, ich meine, dass du jetzt, sag ich mal, keine Ahnung, eine neue Klasse anfängst auszurüsten oder so und das ist dann eine dumme Entscheidung. Zugegebenermaßen, das jetzt wahrscheinlich eher nicht. Also ich meine, die werden jetzt nicht anfangen, irgendwie random Klassen zu nerven oder so, einfach so mitten, ohne dass irgendwie ein neues Content-Update kommt oder so. Das halte ich jetzt auch für eher unwahrscheinlich. Also ich will jetzt nicht komplett unrealistisch werden. Aber man weiß es halt einfach nicht. Und wie gesagt, ein Jahresziel kann halt nicht sein, wie jetzt zum Beispiel, ja, ich level jetzt alle meine Chars auf, zum Beispiel 162. Bin ich schon zur Hälfte fertig tatsächlich, aber theoretisch wäre das jetzt so ein Ding, was auch länger dauert, aber es dauert halt nicht das ganze Jahr. Ich meine, dafür brauche ich nicht das ganze Jahr. Höchstwahrscheinlich wird dieses Jahr noch eine weitere Levelerweiterung kommen. Oder halt auch nicht, kann auch sein. Und dann ist das halt auch wieder so hinfällig, ne? Sobald eine neue Levelerweiterung kommt, plus ein neues Levelgebiet, plus neue Quests, plus vielleicht sogar nochmal neue Tower Dailies, dann wäre das komplett hinfällig. Ne? Dann wäre es wieder komplett schwachsinnig, dann wäre das Jahresziel auch wieder also du müsstest schon was suchen, was wirklich ein bisschen komplexer ist. Und da habe ich, wie gesagt, mit den Pets ja auch schon was gesucht, was halt irgendwie unabhängig von Updates ist. Also dachte ich und hat es dann ja trotzdem nicht funktioniert. Von dem her ist das wirklich sehr, sehr schwierig. Deswegen ist mein aktueller Vorsatz, dass wir jetzt erstmal ohne Jahresziel in dieses Jahr rein starten. Ich habe momentan die Routine, dass ich jetzt einfach jeden Tag Kriton mit 3 Teams farme. Also ich mache 3-mal täglich Kriton. Wie ihr sicherlich wisst, mit, ich sage jetzt mal, mehr oder weniger gemischten Erfolgen. Ich will es nicht zu sehr spoilern, aber ja, es ist durchwachsen, sagen wir es mal so. Und das ist jetzt momentan so mein Hauptgimmick. Ich meine, die Hermes-Waffen sind immer noch relativ teuer. Wenn du die richtige Waffe droppst, ist das auf einmal ein Boost von mehreren Milliarden in deinem Geldbeutel. Das würde schon sehr schmecken. Und das ist einfach momentan in meinen Augen das Sinnvollste, was ich persönlich jetzt einfach machen kann. Zeitgleich arbeite ich halt noch an Team 4. Also ich hätte noch ein 4. Ich könnte sogar noch ein 5. Team bauen, dass ich ihn 5-mal täglich farmen könnte. Vielleicht droppt er dann endlich mal was. Aber Team 4 und falls ich an Team 5 denken sollte oder würde, das würde auf jeden Fall noch lange auf sich warten lassen. Also weil die Chars sind jetzt heute erst die meisten, also fast alle bis auf einen, sind jetzt 153. Und um ihn wirklich farmen zu können, muss man eigentlich 160 sein. Also ja, ich weiß, man kann ihn auch vorher schon farmen, aber das habe ich ja schon mit meinem Ranger gemacht, mit 159er Ranger. Und der 159er Ranger, muss ich sagen, der hat schon echt auf die Fresse bekommen. Der Damage war nicht so gut und ja, also ich meine, auf das eine Level mehr oder weniger kommt es da wahrscheinlich auch nicht so sehr an. Ich habe noch ein paar Quests, also ich kann die ganzen Chars auf jeden Fall noch um mindestens 1,5 Level boosten, weil sie noch die letzte Questverwaltungsquest, die Violet Krankenquest und die Wilds Quest haben. Also effektiv kann man sagen, sind sie eher so 154,5 vielleicht oder so. Was aber jetzt aber auch nicht sehr viel näher an 160 dran ist, wenn man ehrlich ist. Also davon mal abgesehen. Aber ja, das ist momentan mein Hauptding. Und da ist tatsächlich auch nicht wirklich... Leute, ich habe Power Dash 10? Let's go. Nice. Okay, I take it. Geil. Ja, das ist echt cool, dass man hier ab und zu random Power Dash 10 droppt. Power Dash 12 so gut wie nie. Power Dash 12 hat ja fast immer eine niedrigere Drop-Chance.
Was auch irgendwo Sinn macht, I guess, weil Paradise 10 ist ja für Schmuck und so. Und Schmuck ist ja immer das, wo man mit Abstand die meisten Upgrades braucht, I guess. Aber, und für Sockel zusätzlich auch noch. Egal. Lassen wir uns nicht ablenken. Ja, das ist so momentan das Hauptding. Und da bleibt halt nicht viel Zeit für anderes. Ich meine, Party ziehen, dann level ich 1,5 bis 2 Stunden, beziehungsweise farm ich. Und dann ist es eigentlich schon fast Zeit für Kriton. Und mit 4 Teams wird es noch schlimmer, weil mit 4 Teams muss ich dann zweimal vor 0 Uhr und zweimal nach 0 Uhr theoretisch gehen. Oder muss vielleicht eine ganz neue Taktik überlegen, mal schauen. Auf jeden Fall wird dann halt Kriton, also ist jetzt schon sehr umfangreich, Kriton jeden Tag effektiv so, weil man muss ja auch mit einem Team, also ich mache immer quasi mit einem Team vor 0 Uhr, dann direkt nochmal nach 0 Uhr, dass du quasi Doppelrun hast mit den gleichen Power-Ups. Dann hole ich, also switche ich auf das andere Team, hole das. Und das alles in dem Dreh dauert so 40 bis 50 Minuten, also fast eine Stunde. Dann darf man nicht vergessen, Tower Dailies, auch eine Daily-Routine. Da brauche ich momentan auch eine Stunde ungefähr. Knapp drüber, knapp drunter, je nachdem. Meistens eher ein bisschen drüber, weil es halt auch wieder viel Arbeit ist mit einer Charakter. Einloggen, alle Quests annehmen, Equipment hin und her tauschen und so. Da geht ja auch ein bisschen Zeit zwischen den Runs leider drauf. Die Runs an sich sind tatsächlich nur so um die 50 Minuten. Aber die Zeit dazwischen und so kostet leider auch noch ein bisschen was. Und dann bin ich schon gut beschäftigt. Also nur Party ziehen, nur Kriton und nur Tower sind schon fast 3 Stunden täglich. Also ihr merkt schon, da bleibt eigentlich wirklich kaum noch Zeit für irgendwas anderes. Und deswegen bin ich momentan relativ ideenlos oder kreativ los. Ist das ein Wort? Kreativlos? Ich glaube nicht. Mir fehlt die Kreativität, da was Neues zu entwerfen. Und dann ist natürlich wieder dieser große, fette Brocken, der immer wieder erwähnt wird, aber man muss ihn halt leider auch immer wieder erwähnen. Also ich weiß, ein paar Leute sind schon ein bisschen genervt davon, dass die ganze Zeit über FEC geredet wird, selbst wenn FEC selbst gar nicht live ist. Aber habe ich auch schon ein paar Videos angesprochen. Es ist jetzt halt einfach die Realität in Flive Universe. Manche feiern es, manche nicht. Gibt gute Argumente für beide Seiten, finde ich. Dass wir jetzt halt jedes Jahr einfach diesen 5-Monats-Block reingedrückt bekommen mit FEC. Und dieser Zeitraum ist halt jedes Jahr aufs Neue ein Fragezeichen. Man muss sich überlegen, was mache ich, wo spiele ich, was sind meine Prioritäten und wenn ich mich für das eine entscheide, was ist dann mit dem anderen, lasse ich es komplett sein oder schaue ich ein bisschen rein und so. Und das ist halt auch so schwierig, dann quasi jetzt schon zu sagen, naja, was will ich in einem Jahr erreichen, weil ich weiß ja noch gar nicht, wann ist der FEC, sind es wieder 5 Monate, kommt vorher noch ein Update, kommt das Update während dem FEC. Also es sind alles so viele Fragezeichen. Das ist halt das, was die Leute bei Gala so nervt. Und ehrlich gesagt, mich nervt es auch ein bisschen. Weil man kann halt wirklich überhaupt nicht planen. Deswegen macht halt sowas wie, und das ist ja eigentlich der Sinn dieses Videos, um euch zu sagen, es gibt kein Jahresziel, was einfach keinen Sinn macht, weil ich einfach keinen Sinn darin sehe. Und das ist wirklich das Kernproblem. Wie soll man hier ein Jahresziel festlegen, wenn du keine Ahnung hast, was dieses Jahr passiert? Du weißt nicht, wann ein Update kommt, du weißt nicht, wie viele Updates kommen, du weißt nicht, also wir können eigentlich fast zu 100% sicher sein, dass im Mai der FEC losgeht. Aber was ist, wenn nicht? Ne? Gala könnte es doch einfach im Juni machen oder im Juli. Theoretisch. Wer hält sie auf? Niemand. Richtig. Die können machen, was sie wollen. Und ich sage ja auch nicht, dass sie sich irgendwie, also ich sage ja nicht, dass sie jetzt verpflichtet sind, jeden Mai FEC zu machen. Aber sie werden es uns halt erst ein paar Wochen vorher sagen. 2,5 Wochen waren es letztes Mal. Und das ist halt einfach sehr kurzfristig. Und ich meine, wie soll man mit sowas planen? Natürlich kann man von vornherein sagen, hey, ich spiele den FEC nicht. Ist auch fair. Aber dann kommen halt wieder solche Argumente in den Raum. Naja, aber Bodeng war während dem letzten FEC schon ziemlich schwach belebt. Da war echt wenig los. Die Preise sind gestiegen. Es wurde nicht so viel Handel betrieben. Man hat Schwierigkeiten gehabt, Leute für Dungeons zu finden, Leute für Partys zu finden, Leute zum Handeln zu finden. Also es hat auch da Einschränkungen. Also selbst wenn du den FEC quasi in Anführungszeichen ignorierst für deinen persönlichen Fortschritt, wie zum Beispiel Leveln, einen neuen Charakter starten oder so, hat es jetzt vielleicht nicht die massiven Auswirkungen, aber es hat Auswirkungen darauf, wie du dich auf dem Server fühlst und wie du mit anderen Leuten auf dem Server interagierst, weil die Leute entweder einfach weg sind oder wesentlich weniger spielen. Und auch da hat es Auswirkungen und deswegen ist das halt, es ist nervig, dass man es immer wieder erwähnen muss, aber es ist halt einfach, wie gesagt, die Realität ist jetzt halt das halbe Jahr, fast 5 Monate vom Jahr mit diesem Brocken FEC eingenommen sind und der sich halt einfach literally auf alles andere auswirkt. Und letztes Mal, ich meine, gut, es war ganz am Ende vom FEC, muss man fairerweise sagen, aber letztes Mal hatten wir halt auch ein Update während dem FEC,
Und ich habe auch die Befürchtung, wenn man sich jetzt die Timeline anguckt, das letzte Update kam im Oktober und Teil 2 kam im November. Also sagen wir einfach November, Oktober, whatever. Und der FEC, wenn er wirklich im Mai starten würde, das sind gerade mal 7 Monate. Das letzte Update hat 11 Monate gedauert. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, wenn sie jetzt das nächste Update nicht schon fast fertig haben oder schon in den Endstufen sind, könnte es sein oder wird es wahrscheinlich so sein, dass das Update wieder während dem FEC kommt. Und da ist ja dann auch wieder die Frage, also das sind alles so Spekulationen, das weiß man einfach nicht. Was priorisiert man dann? Sagt man dann, wenn das Update wirklich während dem FEC kommt und ich bin einer der wenigen, die auf Burudeng spielen, könnte ich mir auf Burudeng den Vorteil erspielen und da schon die ungebundenen Items farmen. Bei alles, was die auf dem FEC farmen, kommt ja sowieso nur gebunden und so. Pipapo, können die dann nicht verkaufen, können die nicht handeln. Wenn ich das ganze Zeug ungebunden habe, kann ich es dann direkt verkaufen und was auch immer. Also das sind alles so Sachen, ihr merkt schon, es hat Auswirkungen auf alles und es ist einfach total nervig. Und ja, also wahrscheinlich ist es am klügsten, man macht sich nur so kurzfristigere Ziele. Ich meine, das mache ich eigentlich sowieso schon immer. Aber ich fand es eigentlich ganz cool, wenn du einfach so, ich meine, das letztes Jahr hat es leider nicht funktioniert, aber grundsätzlich fand ich die Idee ganz cool. Man nimmt sich mal so was richtig Großes vor. Ich habe damals auch gesagt, es wird mich so zwischen 18 und 20 Milliarden kosten. Deswegen ja auch Jahresziel. Ich meine, ich kann nicht in einem Monat oder in 4 Wochen kann ich nicht 18 bis 20 Milliarden farmen. Das ist unmöglich für mich aktuell. Also ich würde geistesgestört bei Kriton reinlacken. Dann würde es vielleicht funktionieren, aber extrem unwahrscheinlich. Und ja, deswegen fand ich das eigentlich ganz cool. Aber mit den aktuellen Gegebenheiten macht es einfach keinen Sinn. Weil ich habe jetzt auch keine Lust, irgendwas zu sagen, was ich sowieso nicht hundertprozentig mit Feuer und Flamme verfolgen will. Nur, dass es mir dann der FEC oder Gala mit irgendeiner komplett unvorhergesehenen Wendung wieder kaputt machen. Das ist dann auch blöd. Ich meine, klar, das kann man nie hundertprozentig wissen. Aber ich habe momentan auch einfach nichts. Wie ich es vorher schon gesagt habe, mit der Kriton-Farm plus Tower-Daily-Routine momentan ist es schon so viel Zeit eingeplant. Was willst du denn noch groß anderes machen? Die Charakter, mit denen ich aktuell farme, bin ich eigentlich zufrieden mit. Passt. Und ja, entsprechend habe ich da eigentlich nicht wirklich das Bedürfnis, groß was zu ändern, muss ich sagen. Und da ich halt auch nie wirklich was droppe, ist es auch nicht so, dass ich im Gate schwimme durch das Farmen. Ich meine, ich habe jetzt, glaube ich, 8 Brilliant Amethyst oder so gedroppt in 100 Kritons. Und sonst eigentlich nur Kleinscheiß. Also Oris behalte ich selber und sonst eigentlich nur Power S10 und so ein Käse. Dadurch wirst du nicht reich und entsprechend habe ich jetzt auch nicht irgendwie die 20 Milliarden Penya verdient, mit denen ich gerne irgendwas Krasses anstellen würde. Sondern ganz im Gegenteil. Ich warte noch auf die großen Drops, die dann vielleicht irgendwann mal so viel Penya einspielen. Aber bisher ist es leider noch nicht passiert. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich sage auf jeden Fall danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ich würde mich sehr über ein Like, Kommentar, noch ein Abo von euch freuen. Wenn ihr mehr von dem Kriton-Gefarme und Gedönse sehen und hören wollt, dann schaut gerne im Livestream vorbei. Tägliche Flive-Livestreams auf Twitch. Und wir sehen uns dann auf jeden Fall im nächsten Flive Universe Video wieder. Bis dahin, macht's gut, haut's rein und ciao, ciao.